Bewegung wie diese oder diese dir Schmerzen am Handgelenk und am Daumen verursacht, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich, weil heute wirst du lernen, was du dagegen machen kannst, um deine Schmerzen zu lindern. Und zum Schluss zeige ich dir noch ein paar Tricks für den Alltag, die dabei gut unterstützen können, schnellstmöglich wieder schmerzfrei zu werden. Wenn du Schmerzen hast beim Bewegung von dem Daumen, dann kann es gut sein, dass deine Schmerzen von einer Sehenscheidenentzündung von zwei Muskeln kommen. Und zwar die Sehenscheide von den Muskeln, was deinen Daumen einmal strecken und einmal spreizen. Und diese Sehne kann man auch bei der Bewegung sehr gut sehen. Einmal spreizt du den Daumen von den anderen Fingern weg. Das sieht man meistens hier in dem unteren Teil. Und einmal, wenn du das nach hinten streckst, dann siehst du diesen vorderen Anteil hier. Diese beiden Sehnen verlaufen dann gemeinsam unterhalb von so einem Band, was dann die gesamte Muskulatur bzw. die Sehne fest um den Knochen drumherum befestigen. Genau in diesem Bereich ist dann halt auch häufig eine Schwellung zu sehen oder bei manchen Patienten sogar eine Farbveränderung von der Haut. Bewegungen, wo du wiederholt den Daumen strecken oder abspreizen musst, wie zum Beispiel bei etwas Tragen von einem Baby oder bei der Bewegung von der Maus, können die Sehenscheide überreizen. Wichtig zu erwähnen ist, dass diese beiden Sehnen eine Art von Umhüllung haben. Diese Umhüllung sorgt dafür, dass die Sehnen bei Bewegung besser über den Unterarmknochen gleiten können und werden von Druck von diesem Band auch geschützt. Je nachdem, wie viel man das belastet, kann es zu einer Überbelastung von dieser Struktur kommen, was dann letztendlich Schmerzen verursacht. Wenn diese Sehenscheiden entzündet sind oder überreizt sind, dann werden die auch dicker bzw. die verlieren ihre Elastizität. Dadurch ist diese Gleit- und Schutzfunktion etwas weniger, was dann letztendlich die Sehne reizt. Ein einfacher Test, um zu schauen, ob deine Schmerzen tatsächlich von einer Sehenscheidenentzündung kommen, ist der Finkelstein-Test. Dafür lässt du den Ellenbogen gebeugt. Dein Handgelenk soll gerade bleiben, das heißt nicht gestreckt nach hinten und auch nicht gebeugt nach vorne, in eine gerade Position. Und in dieser Position bringst du dann den Daumen Richtung Kleinfingerwärts. Mit den anderen Fingern umgreifst du dann den Daumen und bringst den in eine komplette gebeugte Position. Es kann schon sein, je nachdem wie akut deine Beschwerden sind, dass einfach das Halten von den Daumen in dieser Position deine Schmerzen schon verursacht. Das wäre ein positiver Test. Wenn deine Beschwerden jetzt noch nicht so akut sind, dann könntest du die Struktur etwas weiter reizen, indem du das komplette Hand nach unten kleinfingerwärts bewegst. In dieser Position erreichst du dann die maximale Dehnung von diesen beiden Strukturen, was dann deine Schmerzen auslöst. Bei der maximalen Position kann es auch gut sein, dass deine Schmerzen bis nach oben Richtung Unterarm ausgestrahlt werden, weil die Sehenscheide bzw. die Sehnen, die Muskulatur bis zum oberen Bereich auch hingehen. Wenn der Test bei dir positiv ist, dann solltest du unbedingt etwas dagegen unternehmen, damit deine Schmerzen auch weniger werden. Ein Tape, wie ich in diesem Video gezeigt habe, kann dir gut dabei helfen, kurzfristig auch Schmerzlinderung zu erreichen. Langfristig ist es sinnvoll, dass du die Muskulatur aufbaust und auch die Sehne stärkst, damit du auch standhalten kannst für die Belastung im Alltag. Und wie du deine Sehne jetzt stärkst, um langfristig beschwerdenfrei zu werden, das zeige ich dir jetzt. Langfristig kann es sinnvoll sein, dass du etwas Zug auf die Struktur hast, damit die Beweglichkeit dieser Gleitfunktion sich verbessert. Und diesen Zug kannst du genau mit der gleichen Position wie von dem Test ausüben. Am besten hast du irgendetwas, wo du deinen Unterarm drauf platzieren kannst und das Handgelenk bleibt frei. Das sorgt dafür, dass die andere Muskulatur drumherum jetzt nicht angespannt werden, um in dieser Haltung zu bleiben. Du kannst auch ein paar Bücher nehmen, du brauchst nur einen Höheunterschied. Die Handfläche, die zeigt jetzt nach innen. Den Unterarm ist jetzt gestützt, auch ein paar Bücher zum Beispiel. Und dann bewegst du den Daumen Richtung Kleinfinger und mit den anderen Finger umgreifst du den Daumen. Wenn das schon deine Beschwerden auslöst, dann kannst du einfach weniger den Daumen beugen,
wie es jetzt hier gezeigt ist, dass du nur den Endglied hast oder du kannst auch das komplette, je nachdem, was deine Beschwerden zulassen. Wenn du die Position erreicht hast, dann gehst du mit der Hand einen kleinen Tick nach unten Richtung kleinen Fingerwärts und bewegst dann die Hand wieder nach oben. Dieses nach unten gehen soll so ungefähr 3 bis 4 Sekunden dauern, bis du dann 3-4 Sekunden wieder nach oben bewegst. Diese Dehnung bzw. diese Bewegung soll nur dafür genutzt werden, um die Reizbarkeit der Sehne zu reduzieren. Je häufig du das bewegst, desto weniger schmerzhaft soll es auch werden. Also, diese Bewegung führst du nun 12 Mal durch. Damit soll deine Sehne schon ein bisschen empfindlicher werden und dann gehen wir weiter zu der nächsten Übung. Und jetzt geht es um die gezielte Stärkung dieser beiden Muskelgruppen. Du kannst als erstes schauen, welcher der beiden Muskeln dir mehr Beschwerden verursacht. Und dafür kannst du erstmal testen, welche Bewegung die mehr Schmerzen auslöst. So, das erste wäre dann das Daumenspreizen. Deine Hand zeigt nach innen, der Daumen ist jetzt halt an den Zeigefinger und dann gibst es einen Widerstand mit der anderen Seite und spreizt es einfach von dem Zeigefinger weg. Und da solltest du auch eher sehen, dass die seitliche Sehne, dass den äußeren Bereich mehr angespannt wird als den Strecker. Halte diesen Widerstand für ungefähr 10 Sekunden und dann machst du den zweiten Test und zwar der Daumenstrecker. Um den Daumenstrecker besser zu sehen, solltest du dann halt mit dem Daumen eine OK-Bewegung machen. Da sieht man die Sehne ganz eindeutig. Mit der anderen Hand hältst du jetzt dagegen und schaust, ob diese Bewegung die mehr Beschwerden verursacht. Wichtig ist, 10 Sekunden dran halten und dann wieder loslassen. Wenn einer der beiden Sehnen gereizter ist, dann solltest du mit der anderen beginnen. Also, wenn der Strecker dir mehr Beschwerden macht, dann beginnst du mit der Spreizbewegung. Versuche den Finger von den Zeigefinger wegzuspreizen, gib einen Widerstand mit der anderen Hand, halte es ungefähr 4 Sekunden und lass es dann langsam wieder los. Sehne oder der Daumen von dir wegspreizen, ungefähr 4 Sekunden lang soll die Bewegung dauern und dann langsam wieder Richtung Zeigefinger hinbewegen. Diese Bewegung solltest du dann, oder beziehungsweise diese Übung, solltest du dann für 12 Wiederholungen durchführen und davon 2 Serien. Wichtig ist, dass du zwischen jeder Serie mindestens 1 Minute Pause machst, damit sie die Sehnen, die sie entscheiden, auch gut erholen können. Und selbstverständlich auch die Muskulatur. Und als nächstes gehst du dann in die Streckung von den Daumen. Wie davor soll die Bewegung ungefähr 4 Sekunden halten, einen guten Widerstand geben und dann wieder lösen. 4 Sekunden in die Streckung reinspannen, Spannung kurz halten und dann ebenfalls wieder lösen. 2 Serien, jeweils 12 Wiederholungen, sind erstmal ausreichend. Für die nächste Übung kannst du sehr gut solche Gummibänder nutzen oder ein Haargummi. Das Gummiband platzierst du jetzt an der Fingerspitze, den Unterarm lässt du jetzt halt gelagert auf einen Tisch und in dieser Position versuchst du nun jeden Finger zu spreizen. Ziel ist, dass du nicht nur deine anderen Finger spreizt, aber auch den Daumen genau in diese Bewegung reinbringst. Die anderen 4 Finger werden dir den Widerstand geben, das heißt, wie weiter du die anderen Finger spreizt, desto schwieriger ist es für den Daumen. Und nicht vergessen, der Daumen, der ist, der sich am meisten bewegen sollte. Und hier geht es dann halt um die Vorderbeweglichkeit, soweit deinen Beschwerden es zulassen. Versuche es komplett zu strecken, kurz ein paar Sekunden der Position halten und dann wieder zurückzulassen. Komplett zu strecken, kurz in der Position halten und dann wieder locker zu lassen. 2 Serien sollen das werden, je nach Intensität der Beschwerde bis zu 15 Wiederholungen.
Viel wichtiger als die Wiederholungsanzahl ist die Qualität der Bewegung. Wenn deine Schmerzen zu akut sind, kann es dir am Anfang auch helfen, einfach die Bewegung komplett durchzuführen, in komplettem Bewegungsausmaß, was ihr hier sehen könnt, und dann wieder zurück. Sorg dafür, dass du die kompletten Bewegungsausmaß auch nutzt. Wenn du ohne Widerstand arbeitest, dann könntest du mehrere Wiederholungen machen. Um die Sehne tatsächlich zu stärken, da brauchst du schon etwas mehr Kraft. Und diese Kraft kannst du gut dosieren, indem du mehr oder weniger Gummibänder nutzt. Und jetzt noch ein paar goldene Tipps für den Alltag, um deine Schmerzen zu lindern und vor allem deine Sehne zu entlasten. Aber davor, wenn dir dieses Video gefällt und du mehr Inputs bekommen willst, wie du selber deine Gesundheit in den Händen nehmen kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Übungen und neue Inputs für deine Gesundheit. Aber nun zu den Tipps. Genauso wichtig wie die Übungen ist auch die Belastung auf der Sehne zu reduzieren. Wenn du deine Beschwerden bei dem Beruf hast, in dem du jetzt halt besonders viel mit dem Maus bewegen musst und genau diese Bewegung zu dir hin die Schmerzen auslöst, dann wäre das eine Alternative, dass du versuchst, die Bewegung nicht von der Hand her zu holen, sondern den gesamten Schulter- und Unterarm zu bewegen. Dadurch entlastest du erstmal die Sehne und reduzierst die Belastung. Eine andere Bewegung, die sehr häufig Schmerzen verursacht, ist genau diese Art von Halten. Greifen mit den Daumen. Das ist das Erste, was man im Alltag so häufig macht. Viel besser ist das so zu tragen, wäre zu versuchen, das so zu tragen, mit der Handfläche. Dadurch verlagerst du die Belastung von den Sehnenstrecker auf den Sehnenbeuger. Das kann ja im Alltag auch Gold wert sein. Um ganz bewusst den Daumen zu entlasten, kannst du es auch versuchen, an den anderen Finger ranzukleben. Dadurch, dass es dann halt komplett von dem Spiel genommen wird, weil du es ja gar nicht mehr bewegen kannst, würde es dir in einer sehr akuten Phase auch gut helfen, damit du diese Sehnen heilen kannst. Und nicht zuletzt, was sehr häufig auch Beschwerden macht, ist beim Kochen, wenn man die Töpfe so tragen muss. Man hat immer diese Greifbewegung, um Pfannen und Töpfe zu halten. Statt so zu greifen, kannst du versuchen, das von unten zu halten und dann das mit der anderen Seite zu halten. Dadurch verteilst du auch den Druck und entlastet somit deine Sehnen. Und der letzte Tipp. Häufig werden die Beschwerden auch ausgelöst, wenn man versucht, die Hand zu nutzen, um aufzustehen. Genau diese Position, wo man eine Überstreckung des Handgelenks hat und dann noch Kraft macht, um hochzukommen, wie zum Beispiel das Aufstehen von Sessel oder Stuhl, sorgt dafür, dass man Schmerzen hat. Versuche ganz bewusst, diese Bewegung erstmal zu vermeiden. Setze diese Tipps um die Belastung zu reduzieren. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!